48 Megapixel, Pixel, mi. Das da ist Crosscall Core X4. Es ist ein Rugged Phone und alle, die mir schon ein bisschen länger zulassen und schauen, die wissen, die haben eine absolute Schwäche für Rugged Phones. Und zwar, wenn wir jetzt einfach mal im Vergleich das da hinzuziehen, das da ist ein normales Flaggschiff-Phone, es ist verdammt stark, es ist verdammt schnell, es hat verdammt gute Kamera, es macht nichts falsch und es ist blau. Aber es ist, zum Anlangen sind die alle ungefähr gleich. Du hast ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel flache Kanten, runde Kanten, aber ja, hingegen ein Rugged Phone. Schau mal. Das hier ist ein Uhrenprügel. Also der Bildschirm ist mit 5,75 Zoll relativ klein und das Phone als physisches Objekt ist relativ groß. Das bedeutet, du hast sehr viel Platz für einfach Sachen. Du hast Platz für haptisches Design. Du hast Platz für... Oh, apropos, bei anderen Smartphones kannst du entweder eine SIM-Karte und eine Speicherkarte oder 2 SIM-Karten drin tun. Bei dem kannst du 2 SIM-Karten und eine Speicherkarte drin tun, weil es hat ja nur 32 GB internen Speicher. Wofür hast du noch Platz? Du hast Platz für viel Gefühl in den Fingern. Also wenn du das Ding in die Hand nimmst, es fühlt sich einfach schlicht gut an. Du hast da die geriffelte Kante. Und dann so ganz viele andere Dinge. Du hast 2 Knöpfe, die du selber kannst belegen. Einen hier, der rote hier, mit der geriffelten Kante und der auf der anderen Seite, der graue Gummigi, der macht, was auch immer du willst. Das ist auch geil. Einfach, weil es Platz hatten zum Arbeiten. Sie sind nicht angegangen und gefunden, kleiner, schmaler, schlanker. So gefunden, weißt du was, wir bauen jetzt einen verdammten Ziegel und der verdammte Ziegel kommt gut. Und der Fingerabdrucksensor ist da so an der Seite. Und ich habe aber immer das Gefühl, er ist da unten, in dieser Kerbe. Also ich gehe immer so... Ich empfehle dir dringend, wenn du mal irgendwo in einem Shop siehst oder dir einfach gerade blind kaufen von mir, wo sie sind, weil es gibt einen guten Grund, warum du dir das Phone kaufen als Outdoor-Enthusiast, und zwar, die Kamera ist oberstes Mittelfeld. Ja, du erwartest Flaggschiff, du erwartest iPhone, du erwartest Oppo Find X3, du erwartest... Oder außer du willst ein Auto davon kaufen, in der Regel, wenn du das kaufst, ist es irgendwie so, ja, macht es halt Herdöpfelfotos, ist halt so. Das macht keine Herdöpfelfotos, das macht eigentlich ziemlich gute Bilder. Und sie kann 48 Megapixel große Bilder machen. 48 Megapixel große Bilder sind eine riesige Datei. Und eine riesige Datei kannst du im Photoshop bearbeiten, ohne dass du irgendwie alles kaputt machst. So, schau dir mal ein Bild an. Klar, das Weiss ist so ein bisschen übertreibt und so, aber schau mal, es ist ein okay Foto. Da kann man nicht jetzt sagen, ah ja, es ist schlecht, sondern es ist wirklich ein okayes Bild. Es gibt einfach etwas, was mir nicht so Freude macht. Und zwar, es tut mir jetzt fast leid, das zu sagen, es ist langsam. Es läuft auf einem Snapdragon 450, der ist nicht neu, der ist auch nicht so halb neu, der ist auch nicht vom letzten Jahr. Er ist einfach nur schwach. Gerade wenn es um die Kamera geht, also wenn du ein 48 Megapixel Bild machst, dann musst du dir schon ein bisschen Zeit lassen. Also ich musste warten, bis der Büsi stille hebt, damit ich das Foto von ihm machen kann. Das war eine rechte Arbeit. Das ist aber nur schade, weil ich wünsche es Crosscall zum Guten. Ich wünsche ihnen den Erfolg, weil das hier ist ein cooles Gerät in einer geilen Nische und etwas, das einfach, eben, wie gesagt, haptisch Spaß macht. So, jetzt nehmen wir easy gutes Phone. Easy schwer, easy breit, easy groß und es fühlt sich mega gut an. Ja. Wenn jetzt das hier mit den Specs von einem iPhone daherkäme oder einem Snapdragon 888 und irgendwie 16 GB RAM oder so irgendetwas. Oh, das wäre geil. Oh. So, wieder. Oh nein, jetzt ist es mal runtergefallen. Wie schrecklich. Ja, fertig.